Hallo Leute, Matti von Outdoor Kitchen. Ich freue mich, dass ihr wieder zuschaltet. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, was mache ich heute? Ich habe irgendwie total Bock auf selbstgemachte Zwiebelmettwurst und das werde ich heute machen. Ich werde euch zeigen, wie das geht, nach Mattis Spezialrezept. Das Ganze wird super, super lecker. Ja, und wie man Zwiebelmettwurst selber macht, das zeige ich euch heute in diesem Video. Ja, ein paar Dinge muss ich euch noch sagen. Normalerweise macht man ja Zwiebelmettwurst aus frischem Fleisch und frische Zwiebeln gehören auch mit rein. Das schmeckt natürlich super lecker. Das Problem ist nur, die Zwiebeln fangen irgendwann an zu gären und dann ist die Zwiebelmettwurst ungenießbar. Also spätestens nach 8 Tagen solltet ihr sie aufessen. Ja, manche nehmen deswegen Zwiebelgranulat. Mein Ding ist es nicht. Ich finde, da kannst du den Zwiebelgeschmack mit dem Gaumen suchen. Deswegen habe ich eine dritte Option für euch. Ich mache einen Zwiebelsud. Ja, dazu schneide ich einfach ein paar Zwiebeln, Knoblauch und frischen Salbei. Ja, das Ganze wird mit heißem Wasser übergossen und wenn der Sud schön kalt geworden ist, sich aromatisiert hat, kommt der Sud mit ins Bret rein. Das Ganze wird schön durchgemischt. Dazu verwende ich Nitritpökelsalz und das Ganze werden wir noch kalt räuchern, so dass es auch haltbar ist. Dazu verwende ich auch keine Kunstdärme. Ich mag die Dinger irgendwie nicht. Ich habe Rindermitteldarm, Kaliber 55-60. Sieht irgendwie auch schöner und natürlicher aus und so sieht man, ist auch selbst gemacht. Ich kann euch jetzt schon sagen, die Zwiebelmettwurst, die wird richtig spitzenklasse. Nicht ausmalen, wie lecker das wird, wenn es schön durchgezogen ist und es geräuchert ist. Der ganze Umrötungsprozess findet ja auch noch statt. Dann kriegt das Ganze auch eine schöne Farbe. Ja, und jetzt füllen wir das Bret in Därme. Dazu habe ich Rindermitteldarm, Kaliber 55-60. Wie gesagt, diese ganzen Kunstdärme hin und her, da habe ich auch noch so gute Erfahrungen gemacht. Ich benutze lieber Naturdarm. Ja, und jetzt geht es ans Füllen der Wurst.
Ja, wie ihr seht, habe ich die Zwiebelmettwurst aufgehängt. Die trocknet jetzt über Nacht. Es findet der Umrötungsprozess statt durch das Anhydridpökelsalz. Ja, das Ganze aromatisiert sich natürlich auch. Das duftet hier total nach Zwiebeln. Also wenn das keine Zwiebelmettwurst ist, dann weiß ich auch nicht. Wie ihr seht, klappt auch ohne frische Zwiebeln ganz gut oder Zwiebelgranulat. Und wem das immer noch nicht reicht, was ich nicht glaube, der kann sich ja noch mal ein paar frische Zwiebeln aufs Brot machen. Ja, wir lassen jetzt erstmal trocknen über Nacht und morgen werden wir den ersten von 3 Räuchergängen da durchführen. Ja, und danach ist die Verzehr fertig und da werden wir mal probieren, wie das schmeckt. Also ich glaube richtig gigantisch und lassen uns mal überraschen. Ja, die Zwiebelmettwurst hat jetzt ihren ersten Räuchergang hinter sich. Ich habe sie die Nacht über im Rauch gelassen, im Räucherschrank. Was ich jetzt machen werde, ich hole sie raus und hänge sie an die frische Luft. Diese Frischluftphasen, so nennt man das, die sind genauso wichtig wie das Räuchern selber. Die Wurst muss atmen, die aromatisiert sich, die trocknet. Also wie gesagt, die kommt jetzt 12 Stunden an die Luft und dann wieder 8 bis 12 Stunden in den Räucherschrank. Ich denke, noch so 2 bis 3 Räuchergänge werden wir brauchen, bis die Zwiebelmettwurst fertig ist. Ja, die Zwiebelmettwurst ist fertig. Ich habe sie noch 2-mal geräuchert, also insgesamt 4-mal, immer mit einer Frischluftphase zwischendurch. Wie ihr seht, die Konsistenz, die ist so ja, mittelweich bis mittelfest, würde ich sagen. Und der Geruch, der ist absolut atemberaubend. Also ich kann euch sagen, wenn das halb so gut schmeckt, wie das riecht, dann ist das richtig gut. Ja, also ich glaube, das macht süchtig. Das wird richtig toll. Oh. Boah. Ja, dann probiere ich mal so ein Zwiebelmettbrötchen. Moment, ich muss noch mal reinbeißen.
Ja, warum ich gerne selber Wurste, ja, was mich halt immer aufregt, ist, ja, du kaufst eine Zwiebelmettwurst, ja, keine Zwiebel. Knoblauchwurst, schmeckt nicht nach Knoblauch. Wenn scharf draufsteht, ist es nicht scharf. Ja, ich finde, wenn es schon Zwiebelmettwurst heißt, dann soll es auch richtig nach Zwiebeln schmecken. Das tut es definitiv. Also ich finde die wirklich super klasse. Also, ja, aber jetzt ist auch genug. Ich will euch die Wurst ja nicht verkaufen, sondern selber essen. Also ich kann euch das Rezept wirklich nur sehr ans Herz legen. Probiert es mal aus, wenn ihr Fragen habt. Schreibt mir was in die Kommentare oder sendet mir eine Freundschaftsanfrage über Facebook, dann bleiben wir in Kontakt. Abo würde ich mich natürlich auch freuen und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet. Ja, wenn ihr am Ball bleibt und Outdoor Kitchen da weiter verfolgt. Und ja, ansonsten macht's gut, Leute. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.